Ja, moin aus dem Wunderland. Heute wollen wir euch mal ein paar besondere Sachen auf der Anlage zeigen. Und zwar Sachen, die sich über all die Jahre auf der Anlage angesammelt haben von den ganzen Mitarbeitern. Also irgendwelche kuriosen Szenen, die teilweise so versteckt sind, dass nicht mal alle Mitarbeiter sie überhaupt kennen. Und ja, das sind halt sozusagen unsere Easter Eggs, die wir überall versteckt haben. Und ja, die wollen wir euch heute einfach gern mal zeigen. 2001 war meine Aufgabe, Hamburg zu programmieren, unter anderem halt auch das Stadion lebendig zu machen. HSV spielt gegen St. Pauli, ganz viele Tore fallen und ich wollte unbedingt die Wiederholung auf unserem Videoscreen zeigen. Da ich die Filmchen dazu noch nicht hatte, habe ich einfach, ich mochte sie damals sehr, Kylie Minogue Live-Auftritt genommen. Als ich das Stadion dann hier in Betrieb genommen habe und testen wollte, fehlte mir irgendwie die Erinnerung, Mensch, es ist doch viel schöner, wenn hier im Stadion ein Konzert stattfindet. Also habe ich eine bestimmte Druckfolge programmiert. Wenn man die drückt, kommt als Easter Egg oder als Erinnerung für mich Kylie Minogue mit einem Live-Auftritt. Ja, und hier haben wir einen kompletten Büroturm voll mit lustigen kleinen versteckten Szenen. Sozusagen eine ganze Sammlung von Easter Eggs. Und eine davon ist zum Beispiel der Klassiker Arsch auf Kopierer. Hier am Dammtorbahnhof seht ihr dann gleich eine Band vorbeifahren. Ja, hinter mir seht ihr auch so eine kleine versteckte Geschichte. Auf den ersten Blick sieht es aus, als würden da oben einfach irgendwelche Stangen mit irgendwelchen komischen Sachen in der Gegend rumstecken. Und erst wenn man den richtigen Blickwinkel gefunden hat, erkennt man, dass sich das Ganze zu einem Bild zusammensetzt. Entstanden ist das Ganze eigentlich mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe irgendwann mal so ein Porträtbild für irgendwas zerschnitten und die Teile lagen lose auf dem Tisch rum. Ich habe dann festgestellt, dass man das Ganze, wenn man es aus einem Winkel sieht, ein neues Bild erkennen kann. Das habe ich dann ein bisschen weiter gesponnen, habe das Ganze auf Stangen raufgesetzt und habe es hier oben in die Anlage integriert. Und so ist dieses lustige Ding entstanden. Hier haben wir noch ein besonders schönes Easter Egg. Ein Easter Egg, was ich speziell für Kinder mal gebaut habe. Und zwar, wenn ich hier als Erwachsener vorstehe, sehe ich eigentlich nur eine weiße Monitorwand und denke mir vielleicht, oh, das Ding ist kaputt, keine Ahnung, gehe weiter. Aber wenn ein Kind hier vorne steht, hat es einen ganz anderen Blickwinkel. Es guckt von viel weiter unten und guckt durch diese Scheibe. Und diese Scheibe ist ein Polarisationsfilter. Und dieser Polarisationsfilter macht erst im Hintergrund das Video, was auf diesem Bildschirm läuft, sichtbar. Und so haben die Kinder die Chance, den Eltern mal was zu zeigen. Guck mal, Papa, da oben, ich habe was entdeckt. Also gerade für Kinder sehr lustig. Ein Schritt weiter ist gleich das nächste Easter Egg versteckt. Und zwar ein italienischer Hinterhof mit einer Menge Schrott. Die Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, ich mag Schrott. Aus Schrott kann man die tollsten Sachen bauen. Und so ist es in diesem Fall ähnlich gelaufen. Das heißt, man geht vorbei und sieht eigentlich nur, ja, ein schrottiger Hinterhof. Aber wenn man sich ein bisschen bückt und durch die Tordurchfahrt schaut, dann sieht man, dass da ein wunderschöner Vespa-Roller raus entsteht. Roller aus Schrott. Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Petersdom und da gibt es ein weiteres Detail. Und zwar in diesem Stucksegment hier oben ist in der Spitze der Kopf vom Super Mario von Nintendo zu sehen. Und das kam halt dadurch, dass wir viele Mitarbeiter haben aus Generation Nintendo oder Mario oder auch viele Besucher haben, die das eigentlich ganz cool finden. Und da dachte ich mir so, ja, bevor man da groß Stuck modelliert, bauen wir da direkt diesen Kopf ein. Und der ist so klein, dass man es wirklich erst auf den zweiten Blick sieht. Ja, und es lohnt sich auch immer, in unsere Gebäude mal reinzugucken, weil wir auch ganz oft in Gebäuden Szenen ausschmücken. Zum Beispiel hier auch wieder im Petersdom, und zwar hier im Flügel. Wenn man da in das mittlere Fenster reinschaut, kann man speziell bei Nachts einen Lichtschwertkampf gut sehen zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader, weil wir auch viele Star Wars-Fans im Team haben. Im Kolosseum seht ihr die Szene, wie Bruce Lee und Chuck Norris aus dem Film The Way of the Dragon kämpfen. Und da hat mich ein Besucher drauf gebracht. Als ich das Kolosseum gebaut habe, sagte er, kennst du diesen und diesen Film? Ich sagte, nee, tut mir leid, leider nicht. Habe ich aber im Internet nachgeguckt, fand die Szene ganz witzig und habe sie dann da reingesetzt. Hier in Venedig gibt es eine ganz besondere Szene, die ich damals gebaut habe. Da zu sehen ist so eine Art Hobbygärtner, der macht natürlich aus seinem Busch so eine Art Phallus, sag ich mal. Genau, damals haben wir irgendwann mal damit angefangen, ich meine, also der kinderselige Spiele, was man so treibt, wenn drei Jungs irgendwo auf dem Haufen sitzen und Modellbau machen, da sind ein paar Pimmel dazugekommen. Das hat dann so ein bisschen Überhand genommen, ist dann so ein kleiner Wettbewerb geworden. Wer kann, also naja, so sage ich nicht, aber hier sind einige zu finden, man kann mal gerne gucken. Also die Ratio der Fallen, die ist denkbar hoch in Venedig. Wer sich jetzt denkt, warum immer nur Pimmel, der kann sich schon auf Monaco freuen, so viel kann ich dazu sagen. Genau. Moin, ihr
Hier sind wir USA, Kennedy Space Center. Und manche Raketen, die hier stehen, sind echt. Und manche bestehen aus elektrischen Zahnbürsten oder aus Eddings. Nur ratet mal, welche ist. Ab und zu fühlen wir uns lustig und bauen in unsere Wagen entweder kleine Überraschungen oder Easter Eggs ein, so wie hier in der USA. Da liegt Superman K.O. auf Kryptonit. Vor einer gefühlten Ewigkeit, ich schätze mal so vor 4 Jahren, haben wir hier angefangen, in den USA eine Serviceklappe einzubauen, damit man hier drunter auch an das K-System rankommt. Und in dem Zuge haben wir uns entschieden, dass wir auch diese ganzen Mammutbäume hier und alles neu bauen. So, dann war die große Frage, was schmücken wir denn da aus, wie machen wir das? Und ich habe das mit Sönke damals zusammen gemacht und wir hatten einfach so ein bisschen uns so geheim überlegt, dass das so eine Art Märchenwald sein soll. Also sobald es dunkel wird, soll da was leuchten. Man soll so ein bisschen was erkennen quasi, so ein bisschen verzaubert werden. Und ja, sobald die Dämmerung einsetzt, kann man zum Beispiel schon hier hinten so ein paar Glühwürmchen sehen oder so. Da müsst ihr mal gucken, ob man das dann auch sieht, wenn man hier zu Besuch ist. Und wir haben halt diese leuchtenden kleinen Pilze gemacht. Die habe ich aus so einer Super Scalpi-Knete modelliert, habe da dann in die Farbe beim Anmalen so ein bisschen so ein fluoreszierendes Pulver mit eingearbeitet. Das lädt sich jetzt quasi über das Tageslicht auf und sobald es dunkel wird, fangen die Pilze dann halt an zu leuchten und man kann so ein bisschen in so einen kleinen Zauberwald abtauchen. Hier hinter mir in der Schweiz haben Stefan Dombrowski und ich damals die Idee gehabt, wie wäre es eigentlich, wenn wir es so machen, dass die Anlage die Besucher beobachten kann. Also wer hier in diese Höhle reinguckt, wird letztendlich von einem Drachenauge beobachtet. Total geil. Wir hatten dann die Idee, eigentlich sollte das noch klippern, also jemandem zuzwinkern. Das haben wir nicht ganz geschafft, aber das Auge an sich ist einfach richtig geil. Ja, wir haben ja auf jedem Abschnitt mit K-System im Wunderland auch ein Staubsaugerfahrzeug, die dafür sorgen, dass eben der Staub, der auf der Anlage ist, von den Straßen gesaugt wird. In Knuffing ist das so ein Mad Max-Mobil, hier am Flughafen eben dieser blaue Elefant und in den USA ist es ein Krokodil. Die saugen auch einiges zusammen, also so 1- bis 2-mal am Tag müssen die auch geleert werden und manchmal gehen sie leider auch kaputt und da haben wir uns als Easter Egg überlegt, könnten wir auch mal ein Ersatzfahrzeug eigentlich an den Start bringen und das ist für den Flughafen jetzt entstanden. Und ist diese grüne Gewürzgurke. Und immer wenn der Elefant dann eben ausfällt, kann diese Gurke einspringen und ist dann manchmal eben zu sehen. Dann habe ich hier noch eine Geschichte in Skandinavien. Eigentlich eine kleine, unscheinbare Figur, aber diese Figur hat eine besondere Geschichte. Diese Figur wurde in der Vergangenheit x-mal entführt und war dann einfach weg. Und dann habe ich überlegt, Mensch, irgendwas muss da machen. Baue ich eine Alarmanlage ein, setze sie unter Strom oder was auch immer. Und ich habe mich dafür entschieden, sie selbst um Hilfe schreien zu lassen. Und jetzt ist das Easter Egg oder der Gig. Ich ziehe die Figur hoch. Hilfe, Hilfe, ich werde entführt, lass mich sofort runter. Und sie kann selbst um Hilfe rufen. Ja, hier sind wir an unserem 30.000 Liter Skandinavien Wasserbecken und selbstverständlich gibt es auch unter Wasser irgendeinen Quatsch, den wir mal gebaut haben. Und wenn man mal hier reinguckt, kann man ein paar Seekühe entdecken. Ein relativ neues Detail sieht man hier im Harzabschnitt und zwar hinter mir ist diese Burg zu sehen. Die haben wir vor kurzem durchgetauscht, also alte Burg gegen ein neueres Modell Burg, was hier besser in den Harz reinpasst. Und da ist mir beim Ausschmücken die Idee gekommen, wir bauen da eine Rapunzel rein. Allerdings ist dies ein männlicher Rapunzel mit einem langen Bart, wo jemand anders dran hochklettert. Aber dieses Detail ist halt so weit weg, dass man es als Besucher von der Anlagenkante eigentlich kaum sehen kann. Da braucht man schon eine Kamera mit einem Zoom oder muss halt wirklich gut gucken können. Und wenn man noch weiter guckt, ist hinter mir auf der anderen Seite ein Sockel, da steht Darth Vader drauf als Skulptur. Und das Ding ist allerdings schon ein bisschen älter. Ja, ich hoffe, euch hat die Auswahl an Details für diese Folge gefallen. Es waren natürlich längst nicht alle, die wir auf der Anlage haben. Es war wirklich nur eine kleine Auswahl. Und ja, wenn ihr mal uns wirklich besuchen kommen solltet, bringt ordentlich Zeit mit, stellt euch an die Anlagenkante, lasst euer Auge wandern und versucht wirklich in die Tiefe einzudringen. Weil man kann in die Tiefe eindringen und kann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, wirklich die schönsten Details und die lustigsten Szenen erst dann wirklich auch richtig entdecken. Und lauft nicht einfach durch die Anlage wie im Akkord oder als ob ihr einen Marathon hier läuft, um alles so schnell wie möglich zu sehen. Das funktioniert einfach nicht. Nehmt euch wirklich Zeit, um die Kleinigkeiten zu entdecken, weil das ist das, was eine gute Anlage auch ausmacht. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal. Bis dann. Tschüss.